Also met and talked to his wife, the ambassador. And they said they had seen 2 pictures of mine. Oh. And apparently he did recognize me. Hinter dem Glanz roter Teppiche und goldener Statuen spielten sich die wahren Geschichten von Liebe, Herzschmerz und Verrat im Verborgenen ab. Im Mittelpunkt einer dieser geflüsterten Geschichten stand Gary Cooper, eine Ikone der amerikanischen Männlichkeit, das Gesicht von Anstand und Mut auf der Leinwand. Doch abseits der Kamera spielte sich eine andere Geschichte ab. Heute gehen wir den Gerüchten, Geheimnissen und dem Herzschmerz auf den Grund, der sich hinter einer Schlagzeile verbirgt, die Sie nicht sehen sollten. Gary Cooper nennt die 7 schwulen Schauspieler, die er am meisten hasst, aber heimlich gedatet hat. War es wahr, war es ein Gerücht? Und was sagt das über das verborgene Leben der goldenen Generation Hollywoods aus? Anschnallen. Das ist nicht der Gary Cooper, den Sie kennen. Aber um das zu verstehen, müssen wir von Anfang an zurückspulen. Schauen Sie weiter, dann werden Sie verstehen, wie sich dieser Anfang auf seine spätere Offenbarung auswirkt. Der Anfang. Gary Cooper wurde am 7. Mai 1901 in Helena, Montana, geboren. Sein vollständiger Name bei der Geburt war Frank James Cooper. Cooper ist nicht nur englischer Herkunft, sondern stammt auch aus einer angesehenen Familie. Sein Vater, Charles Henry Cooper, war ein angesehenes Mitglied des obersten Gerichtshofs von Montana und seine Mutter, Alice Cooper, war eine gebildete Frau, die großen Wert auf Kultur und Raffinesse legte. Während er auf der Ranch der Familie aufwuchs, lernte Cooper reiten und entwickelte die natürliche Athletik und raue Eleganz, die später sein Filmimage prägen sollten. Coopers Filmpersönlichkeit sollte schließlich von diesen Eigenschaften geprägt sein. Seine frühen Jahre verbrachte er in den weiten Landschaften Montanas, was in ihm ein starkes Gefühl von Unabhängigkeit und ruhiger Kraft fördert. Dies sind Eigenschaften, die die Fans später an seinen legendären Filmfiguren lieben sollten. Die Dunstable Grammar School war die Institution, die Cooper als Jugendlicher besuchte, und er wurde nach England gebracht. Trotzdem kehrte er nach dem Ende des Ersten Weltkriegs nach Montana zurück und schrieb sich schließlich am Grinnell College in Iowa ein. Das Schicksal hatte jedoch andere Pläne für ihn, obwohl er zunächst Kunst mit der Absicht studiert hatte, ein professioneller Künstler zu werden. Cooper brach Mitte der 1920er Jahre das College ab, um eine Karriere als Werbegrafiker anzustreben, nachdem er sich bei einem Autounfall eine Beinverletzung zugezogen hatte. Er reiste nach Los Angeles, um diesen Beruf auszuüben. Dort lernte er das Filmgeschäft kennen, das durch den Erfolg des Stummfilms einen Aufschwung erlebte. Es war fast ein Zufall, dass Gary Cooper sein Debüt in der Hollywood-Branche gab. Zu Beginn arbeitete er als Stuntman und Statist in Stummfilmen. Aufgrund seiner reiterlichen Fähigkeiten und seiner natürlichen Leinwandpräsenz wurde er häufig in Westernfilmen eingesetzt. In dem Stummfilm The Winning of Barbara Worth, der 1926 in die Kinos kam, hatte er einen kurzen, aber dominierenden Auftritt, der sowohl den Produzenten als auch den Kritikern auffiel. Dies war der Beginn seines großen Durchbruchs. In einer Stadt, in der es von mächtigen Darstellern nur so wimmelte, stach er durch seinen ruhigen Charme, seine große Statur, er war 1,9 groß, und seinen durchdringenden Blick aus der Masse heraus. Als der Tonfilm in den späten 1920er Jahren eingeführt wurde, gelang Cooper ein nahtloser Übergang zum Tonfilm, was nicht vielen Stummfilmstars gelang. Sein charakteristischer Stil, der leise, zurückhaltend und gefühlsbetont war, wurde durch seinen Auftritt in The Virginian, einem der ersten populären Tonfilm-Western, geprägt. The Virginian wurde 1929 veröffentlicht. Der Realismus, den Cooper besaß, war sein größter Trumpf im Gegensatz zu den theatralischen Schnörkeln, die von vielen Darstellern der damaligen Zeit verwendet wurden. Dank seiner authentischen, mühelosen und einnehmenden Darstellungen wurde er zum Inbegriff des Jedermanns im amerikanischen Kino. Im Laufe seiner mehr als 3 Jahrzehnte währenden Filmkarriere spielte Gary Cooper in mehr als 80 Filmen mit, von denen viele heute als historische Meisterwerke gelten. Durch seine Darstellung von Helden, die in den 1930er und 1940er Jahren bescheiden, mutig und moralisch rein waren, etablierte er sich als einer der erfolgreichsten Schauspieler in Hollywood. Die Darstellung eines Mannes aus einer Kleinstadt, der Gier der Konzerne mit ruhiger Würde entgegentritt, verschaffte ihm weltweite Anerkennung für seine Darstellung in dem Film Deeds Goes to Town, der 1936 unter der Regie von Frank Capra in die Kinos kam. Die Rolle des Helden des Ersten Weltkriegs, Alvin York, die er 1941 in dem Film Sergeant York spielte, gilt weithin
als eine seiner bekanntesten Darstellungen. Cooper erhielt für seine Darstellung in diesem Film, der bei den Kritikern sehr gut ankam und auch kommerziell recht erfolgreich war, seinen ersten Oscar als bester Schauspieler. Danach wirkte er in einer Vielzahl von Filmen mit, die von romantischen Dramen wie The Pride of the Yankees 1942, in dem er den legendären Baseballspieler Lou Gehrig spielt, bis zum Noir-Western The Westerner 1940 reichten und seine Flexibilität als Schauspieler unter Beweis stellten. Coopers Darbietung als Marshall Will Kane, ein Mann, der allein gegen Gesetzlose kämpft, nachdem ihn alle anderen in der Stadt im Stich gelassen haben, war vielleicht seine denkwürdigste Rolle. High Noon, ein spannungsgeladener Western, wurde 1952 mit Cooper in der Hauptrolle veröffentlicht. Cooper erhielt für seine Leistung in dieser Rolle, die ihm ein hervorragendes Beispiel für kontrolliertes Schauspiel bot, seinen zweiten Oscar als bester Schauspieler. Durch den Film, der als politische Metapher für die McCarthy-Ära diente, wurde Cooper zu einer festen Größe in Sachen moralischer Stärke und menschlicher Verantwortung. In der zweiten Hälfte der 1950er Jahre begann sich Coopers Gesundheitszustand zu verschlechtern. Obwohl er weiterhin in Filmen wie Friendly Persuasion 1956 und The Hanging Tree 1959 mitwirkte, kämpfte er im Stillen gegen Prostatakrebs, der schließlich auf seine Lunge und seine Knochen übergriff. Von 1956 bis 1959 wirkte er weiterhin in Filmen mit. Ein großer Teil seiner Krankheit wurde vor der Öffentlichkeit verborgen, und er arbeitete weiter, solange er konnte. Seine letzte Filmrolle spielte er 1961 in dem Film The Naked Edge, der erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Gary Coopers Aufstieg zum Ruhm zeichnete das Bild des typischen amerikanischen Hauptdarstellers, robust, charmant und unerreichbar. Doch hinter diesem sorgfältig gezeichneten Bild verbarg sich ein Mann, der zwischen öffentlicher Erwartung und privatem Verlangen gefangen war. Und diese Spannung vertiefte sich noch, als er sich das Ja-Wort gab, die Ehe. Veronica Balfe, eine gelassene und attraktive Frau aus der New Yorker High Society, war 1933 mit Gary Cooper verheiratet. Während ihrer kurzen Schauspielkarriere war sie auch unter dem Künstlernamen Sandra Shaw bekannt. Gary Cooper heiratete schließlich Veronica Balfe. Veronica Gibbons war eine gläubige Katholikin und die Nichte von Cedric Gibbons, einem berühmten Kreativdirektor bei MGM, der an der Entwicklung der Oscar-Statuette beteiligt war. Sie wurde in eine wohlhabende Familie hineingeboren und war stolz auf ihre Stellung. Trotz ihrer sozialen Stellung begann Veronica in den frühen 1930er Jahren eine kurze Filmkarriere. Sie trat in zahlreichen Filmen auf, darunter der legendäre Film King Kong 1933 und der Film No Other Woman 1933, in dem sie eine Nebenrolle hatte. Ihre exquisite Schönheit und ihre ruhige Würde standen im Gegensatz zu den damaligen Hollywood-Stars. Möglicherweise war es diese Kombination aus Kultiviertheit und Schlichtheit, die den oft zurückhaltenden Cooper zu ihr hinzog. Sowohl die Filmbranche als auch die New Yorker Aristokratie waren bei ihrer Hochzeit anwesend, die ein viel beachtetes Ereignis war, das die Aufmerksamkeit beider Gruppen erregte. Nach ihrer Heirat beschloss Veronica, die Schauspielerei aufzugeben, um sich ganz ihrer Rolle als Ehefrau und schließlich als Mutter widmen zu können. Das Paar bekam eine Tochter, Maria Veronica Cooper, die 1937 geboren wurde und das einzige gemeinsame Kind war. Gary Cooper, der im wirklichen Leben für sein zurückhaltendes Temperament und im Fernsehen für seinen strengen Charakter bekannt ist, hätte seiner Tochter nicht mehr zugetan sein können. Häufig sprach er mit großer Leidenschaft und Stolz über Marie. Und obwohl er aufgrund von Dreharbeiten meist abwesend war, bemühte er sich, seinen geliebten Kindern ein liebevoller und präsenter Vater zu sein. Während ihrer Kindheit wurde Maria weitgehend vor dem grellen Rampenlicht Hollywoods geschützt. Das lag zum Teil daran, dass ihre Mutter dafür sorgen wollte, dass sie in Sicherheit und Ruhe aufwächst. Trotzdem wurde ihr Leben unweigerlich von der Legende, die ihr Vater war, beeinflusst. Als sie älter wurde, lernte Maria die Arbeit und die Prinzipien ihres Vaters sehr zu schätzen. Sie schrieb später ein Buch über ihren Vater, Gary Cooper, Enduring Style, in dem nicht nur seine Leistungen in Filmindustrie, sondern auch seine subtile Eleganz und persönliche Integrität hervorgehoben wurden. Seine Ehe sollte das perfekte Hollywood-Image zementieren, aber nicht einmal das Eheversprechen konnte die Wahrheiten, die Gary verbarg,
zum Schweigen bringen. Während sich die Boulevardpresse auf seine Frau konzentrierte, wussten nur wenige von den geheimen Affären, die unter der Oberfläche brodelten, Affären, die später einen Großteil seiner persönlichen Qualen ausmachen sollten. Die Affäre. Andererseits begann die Ehe von Gary und Veronica, die von außen betrachtet perfekt zu sein schien, in den späten 1940er Jahren zu zerbrechen. Cooper hatte in Hollywood-Kreisen den Ruf eines Frauenhelden und er hatte im Laufe seines Lebens mehrere außereheliche Beziehungen. Und das, obwohl er sich in der Öffentlichkeit ein Image als Gentleman und Familienvater aufgebaut hatte, dem seine Familie am Herzen lag. Die Verbindung mit der Schauspielerin Patricia Neal, die er 1949 bei der Produktion von The Fountainhead kennenlernte, erwies sich als die schwerwiegendste und destruktivste dieser Partnerschaften. Die intensive und turbulente Liebesbeziehung zwischen Neal und Cooper hielt mehrere Jahre lang an, obwohl Neal über 25 Jahre jünger war als Cooper. Berichten zufolge war Cooper hin und her gerissen zwischen seiner Hingabe zu seiner Familie und seiner Zuneigung zu Neal, die ihn wirklich liebte und bereit war, ihre eigene Karriere zu opfern, um mit ihm zusammen zu sein. Neal war auch besorgt über Coopers Loyalität gegenüber seiner Familie. Coopers Ehe wurde durch die Affäre, die dann in der Unterhaltungsbranche publik wurde, stark belastet. 1951 hatte der emotionale Tribut ein unerträgliches Ausmaß erreicht und Cooper und Veronica beschlossen, sich offiziell zu trennen. Er zog schließlich aus dem Haus der Familie aus und in ein separates Domizil, obwohl sie rechtlich weiterhin verheiratet waren. Trotz seiner Gefühle für Neal verzichtete Cooper darauf, sich von Veronica scheiden zu lassen und begründete seine Weigerung mit der Sorge um die Gesundheit und die moralische Entwicklung der gemeinsamen Tochter Marie. Er war der Meinung, dass eine Scheidung nicht nur gegen seine katholischen Werte verstoßen würde, sondern auch seiner Beziehung zu seiner Tochter, deren Meinung ihm viel bedeutete, irreparablen Schaden zufügen könnte. Infolge der starken inneren Unruhe und Scham, die Cooper erlebte, beschloss er schließlich, seine Beziehung zu Neal zu beenden, was ihr das Herz brach. Nachdem einige Zeit vergangen war, schilderte sie die emotionale Misere, die sie durchgemacht hatte, und erklärte, dass die Jahre, die sie mit Cooper verbracht hatte, zu den qualvollsten ihres ganzen Lebens gehörten. Unmittelbar nach dem Ende der Affäre begann Cooper sich intensiver mit seinem Leben, seinen Idealen und der Bedeutung seiner Familie auseinanderzusetzen. Im Jahr 1955 kam es zu einer bescheidenen Versöhnung zwischen ihm und Veronica, nachdem sie sich 4 Jahre lang entfremdet hatten. Obwohl ihre Wiedervereinigung keine besonders spektakulären öffentlichen Auftritte beinhaltete, war es ein ehrlicher und bedeutender Schritt für beide. Um zu den Routinen zurückzukehren, die sie aus ihren jüngeren Jahren kannten, begannen sie ihr gemeinsames Leben neu. In dieser Zeit begann Cooper, der sich immer von der Religion distanziert hatte, sich dem römisch-katholischen Glauben anzunähern, dem seine Frau und seine Tochter anhingen. Seine letzten Jahre waren von einem tieferen spirituellen Erwachen geprägt, insbesondere angesichts der Tatsache, dass er mit erheblichen körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Veronica blieb während seiner gesamten Krankheit an seiner Seite, kümmerte sich rührend um ihn und half ihm, in seinen letzten Lebensjahren zur Ruhe zu kommen. Auch ihre Tochter Maria blieb in der Nähe der beiden und die Familienbeziehung, die durch Berühmtheit, Untreue und Trennung auf die Probe gestellt wurde, erwies sich schließlich als stabil. Im glitzernden Schatten des goldenen Zeitalters Hollywoods war Gary Cooper einer der wenigen Stars, die so hell leuchteten wie niemand sonst. Cooper, der groß, streng und unglaublich gut aussehend war, wurde durch seine Filmpräsenz zur Verkörperung der amerikanischen Männlichkeit. Doch hinter den Kulissen führte der Mann, der das Publikum mit seiner Cowboy-Gelassenheit und seinem sanftmütigen Charme begeisterte, angeblich ein weitaus komplizierteres, konfliktreiches Leben, zu dem laut lange geflüsterten Gerüchten und einem angeblichen posthumen Memoirenentwurf, der in einer verschlossenen Truhe in seinem Haus in Montana entdeckt wurde, eine Reihe geheimer gleichgeschlechtlicher Beziehungen mit anderen Hollywood-Schauspielern gehörten. Die Tatsache, dass Cooper viele von ihnen zum Zeitpunkt seines Todes verabscheut haben soll, ist noch erstaunlicher. 7 Schauspieler. Die privaten Schriften Coopers zeigen einen Mann, der von Geheimhaltung, Verrat und Ressentiments geplagt war. Dies steht im Gegensatz zu dem von Cooper in der Öffentlichkeit dargestellten Charakter, der von Zurückhaltung und Anstand geprägt war. Cooper identifizierte angeblich 7 Schauspieler, zu denen er enge Beziehungen unterhielt, nur um sie später in einem sehr persönlichen, nicht abgeschickten und an niemanden gerichteten Brief zu verachten, ihnen zu misstrauen oder sie sogar zu verabscheuen. Der Brief wurde an niemanden geschickt. Im Folgenden wird eine dramatische und eingehende Untersuchung dieser angeblichen Beziehungen und der möglichen Faktoren, die zu ihrer Auflösung führten, vorgenommen. Erstens,
Cary Grant, The Pretender. Cary Grant war einer der berühmtesten Schauspieler seiner Zeit. Er war immer bereit für die Kamera und er strahlte einen Sinn für Stil aus. Laut den Notizen, die Cooper zugeschrieben werden, begann die Beziehung der beiden Ende der 1930er Jahre bei einem Filmfestival in Palm Springs. Cooper schrieb: Er habe über alles gelacht, was ich gesagt habe, und zuerst schien es echt zu sein, aber dann hörte es auf, echt zu erscheinen. Obwohl die Romanze nie öffentlich gemacht wurde, ist es möglich, dass sie von Leidenschaft, Heimlichkeit und schließlich Traurigkeit geprägt war. Den Behauptungen zufolge beendete Grant die Beziehung abrupt, nachdem ein Klatschreporter ihn in Begleitung von Cooper gesehen hatte. Grant ist bekannt dafür, dass er sehr auf sein Image achtet. Cooper beklagte sich darüber, dass er ihn schneller verfolgte als jeden anderen Outlaw, den er je gespielt hatte. Cooper soll geäußert haben, dass ihn am meisten die Bereitschaft Grants verletzte, ihn im Nachhinein in ein Gaslicht zu tauchen und so zu tun, als hätte es den Vorfall nie gegeben. Sei Rock Hudson. Die Illusion. Obwohl sie unterschiedlichen Schauspielergenerationen angehörten, kamen sie in den 1950er Jahren regelmäßig miteinander in Kontakt, wie in dieser bemerkenswerten Erzählung zu lesen ist. Cooper war damals Anfang 50 und völlig fasziniert von dem jungen und großen Rock Hudson. Er verglich Rock Hudson mit einer griechischen Statue, die zum Leben erweckt worden war. Das Schreiben von Cooper hingegen soll eine unheimliche Wendung genommen haben, als er Hudsons Unwillen beschrieb, etwas anderes als ein Geheimnis zu sein. Am Morgen ignorierte er mich, nachdem er mich die ganze Nacht verzaubert hatte. Es hieß, Cooper habe mich für einen One-Night-Stand gehalten, der ein ganzes Jahr lang andauerte. Was als Zuneigung begann, führte schließlich zu einem schrecklichen Gefühl der Entfremdung. Den Anschuldigungen zufolge betrachtete Cooper Hudsons Wunsch, ein Doppelleben zu führen, nicht nur als eine Notwendigkeit der damaligen Zeit, sondern auch als ein Zeichen von Verletzlichkeit. 3. Randolph Scott, der Rivale. In der Hochphase der Western-Filmproduktion wurden Cooper und Scott häufig zusammen fotografiert. Ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden machte ihre vermeintliche Verbindung abseits der Leinwand jedoch problematischer. Es ist möglich, dass Scott, der für seine enge und manchmal spekulierte Liebesbeziehung mit Cary Grant bekannt ist, zwischen den beiden Hauptdarstellern hin und her gerissen war. Es heißt, dass Cooper in seinen Notizen auf Scott Bezug nimmt und sagt, er hat mich besser dargestellt, als ich selbst irgendeine Rolle gespielt habe. Berichten zufolge hatten die beiden in den 1940er Jahren eine enge Beziehung zueinander. Dennoch entwickelte sich schnell Eifersucht zwischen den beiden, vor allem in Bezug auf Rollen, Popularität und Grants Aufmerksamkeit. Ich habe nicht nur eine Rolle verloren, sondern auch einen Grund zu vertrauen, schrieb Cooper, nachdem er erfahren hatte, dass Scott für eine Rolle engagiert worden war, die Cooper angestrebt hat. 4. Anthony Perkins, die Projektion. Berichten zufolge hatte Cooper Mitte der 1950er Jahre eine kurze und intensive Beziehung zu einem jungen Anthony Perkins. Aufgrund des Altersunterschieds zwischen den beiden war dies eine merkwürdige Verbindung. Man glaubte, dass der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle in Psycho in Erinnerung geblieben ist, zurückhaltend und intellektuell war, Eigenschaften, die Cooper zu ihm hinzogen. Cooper soll geschrieben haben, dass er Erinnerungen an die Person weckte, die ich war, bevor Hollywood mich verschlang. Perkins, der angeblich von der Angst geplagt wurde, enttarnt zu werden, zog sich jedoch bald zurück und hinterließ bei Cooper den Eindruck, dass er im Stich gelassen worden war. Den Notizen zufolge, die Cooper gemacht hat, schob er seine ganze Angst auf mich und machte mich zum Antagonisten in seinem Kopf. Nicht wegen der Trennung, sondern weil Cooper der Meinung war, dass er während der Beziehung als emotionale Krücke benutzt worden war, blieb der Groll bestehen. 5. Montgomery Clift, der Spiegel. Unter den Menschen, die Coopers Geliebte gewesen sein sollen, war Montgomery Clift möglicherweise der emotional rohste und sensibelste. Cooper behauptete, ihre Verbindung sei wie der Blick in einen Spiegel, der Information über einen selbst offenbar. Die Leidenschaft, die die beiden zusammenbrachte, könnte jedoch das gleiche gewesen sein, das sie auseinandertrieb. Clifts inneres Leiden, das durch traumatische Erlebnisse und seine Sucht verschlimmert wurde, war eine große Belastung für Cooper. Wenn man Monty liebte, war es, als würde man Stacheldraht umarmen. Es tut weh, aber man will das Opfer nicht loslassen. Man glaubte, Cooper hege einen Groll gegen Clift, weil er ihn auf denselben Weg der Hoffnungslosigkeit geführt habe. Und weil er ihm ein Spiegelbild seiner eigenen Bemühungen um Selbstverleugnung gezeigt hatte. 6. Tub Hunter. Die Erholung. Wenn man den Notizen Glauben schenken darf,
die Cooper hinterlassen hat, hatte er eine kurze Affäre mit dem blonden und jugendlichen Tup-Hunter in einer Zeit, in der er mehr daran interessiert war, Trost zu finden, als eine Beziehung einzugehen. Obwohl er umwerfend aussah, fehlte es ihm doch an Tief. Ich brauche Besserung, aber er wollte Schlagzeilen machen. Auch hier spielte der Altersunterschied eine Rolle. Die Art ihrer Beziehung wurde von Cooper als transaktional bezeichnet. Den Anschuldigungen zufolge suchte Hunter, der kurz davor stand, berühmt zu werden, den Rat und die Kontakte von Cooper. Nach dem, was Cooper angeblich beobachtete, küsste er, als ob er sich Notizen machen würde. Die Beziehung fand ein abruptes und brutales Ende, als Cooper Hunter beschuldigte, Informationen an einen Klatschkolumnisten weitergegeben zu haben, obwohl nie Beweise aufgetaucht waren. 7. James Dean. Das Feuer. Auf dieser Liste war James Dean der wohl schockierendste und traurigste Name. Er war auch der umstrittenste. Hätten sie eine romantische Beziehung gehabt, so hätte diese in den Jahren vor Deans tragischem Tod im Jahr 1955 stattgefunden. Den Berichten zufolge beschrieb Cooper ihre gemeinsame Zeit als kurz, wild und voller Feuer. Es war Deans trotzige Art, die Cooper in ihren Bann zog, aber sie war auch die Quelle seiner Wut. Trotz der Tatsache, dass ich ihm mehr gegeben habe, als ich hätte geben sollen, lebte er so, als ob die ganze Welt ihm etwas schuldig wäre. Der erklärte Grund für Coopers Wut war nicht das Scheitern der Beziehung, sondern Deans unverantwortliches Verhalten und der von ihm verursachte tödliche Unfall. Nach dem, was Cooper schrieb, hat er mir die Möglichkeit genommen, ihn persönlich zu verachten. Es gibt keine Beweise dafür, dass Gary Cooper jemals eine dieser angeblichen romantischen Affären in der Öffentlichkeit angesprochen hat. Hinter den Kulissen des Hollywood-Glamours zeichnen die ihm zugeschriebenen Schriften das Bild eines Mannes, der mit Fragen der Identität, des Rufs und des Herzschmerzes kämpft. Dies gilt unabhängig davon, ob die Schriften historisch korrekt sind oder nicht. Diese so bekannten und so gut gehüteten Identitäten verdeutlichen das schreckliche Gefühl der Isolation und das persönliche Opfer, das Prominenten abverlangt wird, die gezwungen sind, in der Anonymität zu leben. Es besteht die Möglichkeit, dass Cooper, ein Mann, der für seine bescheidene Stärke verehrt wurde, ein emotionales Gewicht trug, das bedeutender war als jeder Sattel, den er jemals über ein Pferd gehängt hat. Daher ist es möglich, dass Cooper in der Abgeschiedenheit seines Rückzugsortes in Montana endlich das sagte, was er nie laut aussprechen konnte. Das Ergebnis dieser Liebe, trotz all ihres Glanzes, hinterließ ihm eine Liste. Es ist keine Liste der Liebenden, sondern eine Liste des Bedauerns. Diese Beziehungen hinterließen mehr als nur emotionale Narben. Sie prägten, wie Gary mit anderen umging, wie er sich selbst sah und wie er mit seinem Ruhm umging. Trotz des Konflikts blieb sein Einfluss auf Hollywood unbestreitbar. Er hat die Leinwand für immer verändert, auch wenn sein eigenes Leben außerhalb des Drehbuchs blieb. Seine Wirkung. Im Glanz des goldenen Zeitalters Hollywoods hob sich ein Name leise, aber bestimmt von allen anderen ab, Gary Cooper. Mit seiner großen Statur, seiner sanften Stimme und seinem ruhigen Blick war er nicht die Art von Schauspieler, die schreien musste, um gehört zu werden. Er erlaubte seiner Stille, eine kraftvolle Botschaft zu vermitteln. In den 1930 und 1940 Jahren verwandelte sich sein ruhiges Auftreten in eine der bedeutendsten Errungenschaften der damaligen Zeit. In der Zeit der großen Depression brauchte das Publikum Optimismus. Sie wollten jemanden im Film sehen, der so aussah wie sie, der ehrlich sprach und stark war, wenn es darauf ankam. Gary Cooper erfüllte diese Erwartungen. Mr. Deeds Goes to Town, ein Film aus dem Jahr 1936, brachte ihm den Durchbruch. Cooper spielte einen gutherzigen Mann aus der Kleinstadt, der ein Vermögen gewinnt und in die Stadt reist, wo ihn Korruption, Gier und Herzschmerz erwarten. Stattdessen widersetzte sich Mr. Deeds Widerstand. Und Cooper auch. Er überzeugte die Menschen davon, dass die Tugend gewinnen kann. Er vertrat ein Ideal, keine Persona. Im Jahr 1941 kam Sergeant York. Der Film basiert auf einem realen Helden des Ersten Weltkriegs und folgt einem Pazifisten, der sich zum Soldaten wandelt und zu einer Legende wider Willen wird. Cooper erhielt für seine ruhige und würdevolle Darstellung seinen ersten Oscar als bester Hauptdarsteller. Für viele vermittelte er die Geschichte Amerikas, nicht die Schauspielerei. Im nächsten Jahr spielte er Lou Gehrig in The Pride of the Yankees. Er spielte eine seiner leidenschaftlichsten Rollen. Coopers rührende Wiedergabe von Gehrigs Abschiedsrede: Heute betrachte ich mich als den glücklichsten Mann auf Erden,
brachte die Zuschauer zum Weinen. Sie sahen einen Mann, der anmutig seine Ziele aufgab, nicht einen Schauspieler. Cooper spielte 1943 in Ernest Hemingways eindringlichem Drama For Whom the Bell Tolls, wem die Stunde schlägt. Coopers zwiespältige und von Gewissensbissen geprägte Darstellung eines amerikanischen Springmeisters im Spanischen Bürgerkrieg brachte ihm eine weitere Oscar-Nominierung ein. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges im Jahr 1952 hatte Cooper seinen berühmtesten Auftritt. High Noon handelte von einem einsamen Sheriff, der gegen eine Mörderbande kämpft, während sich die Stadt gegen ihn wendet. Die Rolle spiegelte Coopers Noblesse, Tapferkeit und stille Stärke wider. Die Darstellung brachte ihm seinen zweiten Oscar ein und inspirierte Generationen von Schauspielern. In den späten 1950er Jahren hielt Cooper trotz seiner nachlassenden Gesundheit durch. In den Jahren 1956 und 1958 spielte er in Friendly Persuasion und Man of the West mit und bewies damit sein anhaltendes Talent. Nach seinem Tod im Jahr 1961 war sein letzter Film The Naked Edge ein düsterer Abschied von einem Mann, der das Rampenlicht verdient hatte, ohne es zu suchen. In diesem Jahr verlieh ihm die Academy einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Sein enger Freund James Stewart nahm ihn stellvertretend für ihn entgegen und brach zusammen, als er Hollywoods edelsten Mann würdigte. Gary Cooper hinterließ ein Vermächtnis von 2 Oscars und 5 Nominierungen, Filme und ein Vorbild. Seine natürliche, einfache Schauspieltechnik inspirierte Clint Eastwood und Kevin Costner. Seine Darstellung von Moral und Mut in schwierigen Situationen machte ihn zu einer kulturellen Legende. Bescheidenheit, Patriotismus und Privatheit abseits des Bildschirms waren sein Markenzeichen. Er strebte nie nach Ruhm. Das war auch nicht nötig. Amerika hatte festgestellt, dass Gary Cooper vertrauenswürdig war. Er war die Art von Held, die einen tiefen Eindruck hinterließ, ohne ein Wort zu sagen. Vermächtnisse haben Schatten. Seine Fähigkeit oder vielleicht auch seine Bereitschaft, sich zu verstellen, nahm ab, als sich sein Gesundheitszustand verschlechterte. Gary Cooper sah sich in seinen letzten Tagen mit Liebe, Trauer und Geheimnissen konfrontiert, die er nie zu enthüllen beabsichtigte, bis zum Tod geheim halten. 1961 trauerte Hollywood um eine seiner beständigsten und beliebtesten Figuren, als Gary Cooper im Alter von 60 Jahren verstarb. Der Tod des Leinwandtitans, dessen stille Stärke und unaufdringliches Charisma eine ganze Generation amerikanischer Filmhelden geprägt hatte, markierte das Ende einer Ära. Er erlag einem langwierigen und letztlich tödlichen Kampf mit Prostatakrebs, einer Krankheit, die er tapfer und weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit bekämpft hatte. Was als lokal begrenzte Diagnose begann, schritt langsam voran, wobei der Krebs auf tragische Weise in seine Lungen und Knochen metastasierte und die einst kräftige und stoische Figur, die von Millionen bewundert wurde, schwächte. Jahrelang war Cooper die Verkörperung des rauen Individualismus und trat in bahnbrechenden Filmen wie High Noon, Sergeant York und Mr. Deeds Goes Town auf. Deeds Goes to Town. Er war zum Synonym für Integrität, Bescheidenheit und einen typisch amerikanischen, stillen Heroismus geworden. Abseits der Leinwand war Cooper jedoch ein ausgesprochener Privatmann. Er vermied die Exzesse der Hollywood-Berühmtheitskultur und hielt sich außerhalb seiner beruflichen Verpflichtungen zurück. Als er seine erste Krebsdiagnose erhielt, hielt er sie vor der Öffentlichkeit und sogar vor vielen engen Freunden geheim und entschied sich stattdessen, der Krankheit mit der gleichen unbeirrbaren Ruhe und Würde zu begegnen, die seine ikonischsten Rollen auszeichnet. Als sich sein Zustand verschlechterte und sein Körper schwächer wurde, war die Veränderung für diejenigen, die ihn gut kannten, herzzerreißend. Der große, hagere Schauspieler, der einst mit müheloser Anmut die Leinwand füllte, war nun gebrechlich und zunehmend eingeschränkt. Doch selbst als seine körperlichen Kräfte nachließen, verlor Cooper nie den Stoizismus und den stillen Mut, die ihn zu einer verehrten Figur gemacht hatten. Er zeigte weiterhin Anmut im Angesicht des Leidens und tröstete oft die Menschen um ihn herum, anstatt selbst Trost zu suchen. In seinen letzten Monaten wurde er liebevoll von seiner Frau Veronica Rocky Balfe, einer ehemaligen New Yorker Debütantin und ehemaligen Schauspielerin, die ihre aufkeimende Karriere in Hollywood aufgegeben hatte, um sich auf ihr Familienleben zu konzentrieren, und ihrer Tochter Maria umsorgt. Die Menschen, die ihm am nächsten standen, hielten Wache und boten ihm in seinen letzten Tagen Unterstützung und Begleitung an. Als sich die Nachricht von seiner Krankheit verbreitete, war die Zuneigung sofort groß. Briefe, Anrufe und Würdigungen von Kollegen, Fans und Prominenten
aus der Welt der Unterhaltung trafen ein. Darunter auch Ernest Hemingway, Coopers langjähriger Freund und Angelkamerad, der am Boden zerstört war über den Verlust eines Mannes, den er für seine Authentizität und Loyalität zutiefst bewundert. Nach seinem Tod wurde Gary Cooper zunächst auf dem Holy Cross Cemetery in Culver City, Kalifornien, beigesetzt, eine passende Wahl angesichts seiner langjährigen Verbindung zur Filmindustrie und der Stadt, die ihn zum Star gemacht hatte. Auf dem Holy Cross Cemetery befanden sich die Gräber vieler anderer Filmikonen und der Ort bot Bewunderern einen Platz, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Doch mit der Zeit traf Rocky eine sehr persönliche Entscheidung, die den Ort seiner letzten Ruhestätte verändern sollte. Nachdem er in den späten 1950er Jahren zum Katholizismus konvertiert war, ein Wechsel, der seine späteren Jahre stark beeinflusste, hatte Cooper ein ruhigeres, nachdenklicheres Leben angenommen, das im Glauben und in der Familie verankert war. Rocky, die selbst lange Zeit eine gläubige Katholikin gewesen war der Meinung, dass sein Grab diese tief empfundenen Werte widerspiegeln sollte. Sie sorgte dafür, dass seine sterblichen Überreste auf dem Sacred Heart Cemetery in Southampton, New York, auf Long Island beigesetzt wurden. Ein Ort, der weit entfernt ist vom Glanz und der Hektik Hollywoods. Der ruhige, abgelegene Friedhof bot eine friedliche und intime Umgebung, in der Coopers Familie und enge Freunde ihn ohne die Ablenkung durch öffentliches Spektakel besuchen konnten. Es war eine Umgebung, die besser zu dem Mann passte, der er geworden war, kontemplativ, spirituell und den Menschen zugetan, die ihm am wichtigsten waren. Der Umzug war nicht nur ein Symbol für Rockys Wünsche, sondern auch für den gemeinsamen Glauben des Paares an Einfachheit, Privatsphäre und Tradition. Rockys Entscheidung spiegelte auch ihr Bestreben wider, Cooper nicht nur als öffentliche Person zu ehren, sondern auch als den Ehemann und Vater, den sie gekannt hatte. Sie hatte ihm in den Höhen des Ruhms und in den Tiefen der Krankheit beigestanden, und indem sie dafür sorgte, dass er an einem Ort beigesetzt wurde, der seinen späten Lebenswerten entsprach, erwies sie ihm eine letzte Ehre, die von Liebe und Treue geprägt war. Mit dem Tod von Gary Cooper ging nicht nur ein Leben zu Ende, sondern auch ein Kapitel der Hollywood-Geschichte. Er war mehr als nur ein Filmstar, er war eine kulturelle Ikone, die nicht nur für seine Rolle auf der Leinwand, sondern auch für die ruhige Würde und moralische Klarheit, die er im wirklichen Leben ausstrahlte, verehrt wurde. Sein Vermächtnis wird durch eine reichhaltige Filmografie fortgesetzt, die Generationen von Schauspielern und Filmemachern beeinflusst und durch die persönlichen Erinnerungen derer, die das Glück hatten, ihn zu. Er bleibt ein Symbol für Stärke ohne Arroganz, Ruhm ohne Eitelkeit und Mut ohne Fanfaren. Auch Jahrzehnte nach seinem Tod hat sich das Bild Gary Coopers in das öffentliche Gedächtnis eingebrannt. Nicht nur als Held in Celluloid-Epen, sondern auch als Mensch mit Substanz, dessen letzter Weg zwar von Schmerz geprägt war, aber auch von Gnade, Glauben und einem tiefen Gefühl des Friedens. Ob diese geflüsterten Namen nun Tatsache oder Fiktion sind, eines ist klar: Hollywood war lange Zeit ein Ort, an dem die Wahrheit sorgfältig bearbeitet und die Liebe, insbesondere die gleichgeschlechtliche, hinter verschlossenen Türen versteckt wurde. Gary Cooper bleibt ein Symbol für eine bestimmte Art von amerikanischem Helden, aber vielleicht lag die wahre Tapferkeit nicht in den Rollen, die er spielte, sondern in den stillen Kämpfen, den privaten Entscheidungen und den Gefühlen, die er vielleicht nie teilen durfte. Wenn wir über diese verborgenen Geschichten nachdenken, sollten wir uns daran erinnern, dass jeder Star einen Schatten hatte. Und jedes Herz, selbst in Hollywood, sehnte sich nach etwas Echtem. Wenn Sie mehr unerzählte Geschichten aus dem klassischen Hollywood hören wollen, drücken Sie den Abo-Button und kommen Sie das nächste Mal zu uns. Die Vergangenheit hat mehr zu sagen, als Sie denken. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.